Hallo liebe YouTube-Gemeinde, geht weiter. Es sind immer noch diese drei Bogenrohlinge oder fast schon fertige Bögen zur Weiterbearbeitung hier auf dem Tisch. Ich habe einmal zusammengerechnet, was in der Kommentarfunktion für Stimmen abgegeben wurden. Das sind 16 Stimmen für die Eibe, 29 Stimmen für den Ostrich und nur 4 Stimmen für den fast schon fertigen Ratternbogen. Jetzt habe ich aber auch noch eine andere Funktion online gestellt, und zwar eine Abstimmfunktion, wo es auch Ergebnisse gab. Und zwar 52 Stimmen für die Eibe, 26 Stimmen für den Ostrich und 27 Stimmen für den Rattan. Gut, ich habe es einfach so zusammengerechnet. Macht 68 für Eibe, 55 für Ostrich und 31 für Rattan. Danke schon mal an alle, die abgestimmt haben. Ich weiß, wenn ich das jetzt einfach so zusammenrechne, ergibt sich in irgendeiner Form eine Doppelung. Das ist ein bisschen dumm. Das nächste Mal werde ich entweder einfach nur unter den Kommentaren quasi abstimmen lassen oder auf der anderen Seite mit so einer Abstimmfunktion. Doppelt gemoppelt hält in diesem Fall vielleicht nicht hundertprozentig besser. Ein Ergebnis haben wir, aber eigentlich ist es ja eine Milchmädchenrechnung, weil Leute können ja doppelt abgestimmt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, der Zettel kann weg, genauso in den Müll quasi wie meine Rechnung. Trotzdem entscheide ich mich dann auch dafür, für die Stimmenmehrheit, auch wenn die Rechnung falsch ist, für die Eibe. So, und damit mache ich jetzt weiter. Eins vorweg, ich habe mir wirklich nicht viel dazu ausgedacht. Es geht wirklich nur darum, daraus jetzt einen Bogen zu bauen. Ich habe nicht, wie beim großen Bogenbaututorial, jetzt stark vorher irgendwelche Überlegungen angestellt. Das möchte ich auch ganz anders gestalten, das Video eigentlich. Es geht einfach darum, dass ihr mir dabei zuschaut, wie ich jetzt diesen Bogen baue, und den werde ich auch jetzt nicht extra langsam bauen und nicht viel dabei erklären. Ich werde aber hin und wieder mal laut denken. So ist das, denke ich mal, am besten. Okay, schaue ich mir den Rohling nochmal genau an. Ich hatte ja schon gesagt, es ist ein relativ dünner Astdurchmesser gewesen. Vielleicht war der so, vielleicht so 6-7 cm. Ist für eine Eibe vergleichsweise dünn. Man sieht auch, es gibt hier einen Maschinenschnitt, der gemacht wurde. Keine Ahnung, wann ich den gemacht habe, aber er wurde irgendwann mal gemacht. Ich denke mal, es ist Kreissäge gewesen, so wie es aussieht. Ja, passt. Und im Griffbereich, breit ist gescheit, aber von der Dicke her könnte da durchaus noch ein bisschen mehr Fleisch drauf. Das heißt, erste Aufgabe für mich erstmal rausfinden, wie lang ist der ganze Rohling jetzt, wo ist die Mitte und wie bringe ich da jetzt die Griffsektion an. Denn für mich steht jetzt schon fest, da muss irgendwas draufgeleimt werden, so leid es mir tut. Ganz pur aus Holz wird das nicht werden. Und das muss ich jetzt erstmal rausfinden. ...97 Zentimeter. Ist eigentlich eine ganz schöne Länge. Ich würde ihn am Ende wahrscheinlich auf 1,90 nehmen. Ne, 1,85. Ich will den selber schießen, also den baue ich jetzt mal, für mich. Also würde ich sagen 85, ja. 85? Mal schauen. Der hat relativ... Nö, eigentlich hat er nicht wirklich. Doch, hier hat er einen Ast. Der hat hier einen Ast. Der liegt bei 23 von hinten gemessen. So viel kann ich ihm aber nicht klauen. Das geht nicht. Wenn ich von 97 so viel weggehe, bin ich bei 1,73. Gut, das passt für mich, für meine Körpergröße natürlich eigentlich perfekt. Aber den auch genau im Tipp zu haben, ist auch beschissen. Gut. Es ist schon besser, den Ast hier aus dem biegenden Bereich weitestgehend rauszubekommen. Und Richtung Tipp biegt sich ein Bogen in der Regel weniger. Jedenfalls kann man das ja so gestalten. Das lege ich dann jetzt mal fest. Dann würde ich sagen, von hier hinten gemessen
wird der Bogen dann 1,80 lang. Ein Stift, da, wunderbar. 1,80 wird er lang. Okay. Ja, ihr seht auch, der ist ganz kleines bisschen so. Geht hier um die Ecke. Ist aber nicht so tragisch. Hup. Gut. 1,80 Meter ist er lang. Das stimmt. Das heißt 90 ist die Mitte, jedenfalls die gemessene Mitte. Und ich lege jetzt mal fest, dass ich den Griff nicht ganz symmetrisch in die Mitte lege, sondern ein wenig nach einer Seite verschiebe. Das heißt, die Mitte, die ich angezeichnet hier, ist zwar jetzt die korrekte geometrische Mitte, gemessene Mitte, genau bei 90 cm. Meine Hand, ja, wie lang ist die? Wie viel braucht die? 10 cm ungefähr. Also das hier, bei diesen 10 cm wird der Griffbereich, wo die Hand Platz hat, und dann rechnen wir auf beiden Seiten nochmal 4 cm Fade-Out drauf. Hier und auf der anderen Seite hier. Okay. Das heißt, das hier wird generell Griffbereich. Das kann man sich auch nochmal schraffieren hier, wenn man möchte. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Das ist auch gar nicht so ungünstig. Hier an der Stelle ist der Bogen nämlich ein bisschen dicker als hier. Naja, nee, das ist optische Täuschung. Der ist überall gleich flach. Okay, so. Jetzt ist die nächste Grundsatzentscheidung, was mache ich überhaupt für einen Bogen hier raus? Ein englischer Langbogen, das wäre ein sehr schmaler, dünner, stricknadelähnlicher englischer Langbogen. Das sehe ich hier in dem Holz ehrlich gesagt gerade nicht. Wenn man sich ungefähr an das Maß so ran tastet, genauso breit wie dick, dann habe ich hier so viel. Kann man wie immer schön mit dem Streichmaß machen, einfach mit dem Stift. Das seht ihr schon, das wäre jetzt ungefähr die Hälfte der aktuellen Breite hier. Wenn ich die Dicke abnehme und sage, da möchte ich am Ende bei der Breite auch rauskommen, ist ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Von daher, Wurfarmprofil würde ich an der Stelle jetzt wählen, rechteckig. Nicht trapezförmig, nicht wie im Bogenbaututorial, sondern rechteckig. Und zwar bei dem Bogen hier logischerweise überall noch etwas schmaler, als er jetzt ist. Ja, vielleicht auf beiden Seiten so 3 mm wegnehmen, 3-4 mm wegnehmen. Und das passiert nach Augenmaß, würde ich sagen. Da muss ich mich jetzt auch nicht krumm machen, das auszumessen. Der ist eigentlich relativ gerade. Das heißt, nächster Schritt,
auf geht's mit dem kleinen Hobel oder mit dem Schweifhobel, die Seiten so zu konturieren, dass da am Ende ein vernünftiger Bogen rauskommt. Das, was man natürlich immer mal machen kann, anzeichnen. Ich habe jetzt ganz grob, wie ich es auch im Tutorial gezeigt habe, mit unserem eingebauten Streichmaß einmal eine Linie gezogen. Die dient mir als Referenz. Hier oben, wenn ihr seht, dieses Astloch hier ist vergleichsweise mittig. Ich versuche das auch mal mittig zu halten. Den hier an der Seite, den möchte ich wegbekommen. Da muss ich drum herum. Jetzt ist ja noch alles parallel. Nachher wird der Bogen auch wieder, oder der Bogenrohling, trapezförmig Richtung Wurfarmenden verjüngt. Von daher hoffe ich einfach mal darauf, dass der wegfällt oder einfach so weit an der Seite dran liegt, dass der keine Rolle mehr spielt. Und wenn ihr mal guckt, das hier, das sind jetzt vielleicht noch 7 cm. Da spielt ein Ast auch nicht mehr so die große Rolle. Wenn er mitten im Wurfarm wäre, durchaus schlecht. Hier oben kann ich fast vernachlässigen. Wie ihr seht, ich habe mich dazu entschieden, doch mit dem Ziehmesser noch vorzuarbeiten, andersrum. Ansonsten dauert das ein bisschen lange mit dem Schweifhobel. Da ist das Ziehmesser doch deutlich besser geeignet. Deswegen jetzt auch der Bogen seitlich eingespannt. Sachen, die ich jetzt schon merken kann, das Holz. Der Splint ist vergleichsweise okay, also nicht so bröselig wie bei dem Bogen-Explosionsvideo, verlinke ich euch nochmal. Aber das Gelbe vom Ei ist die Eibe jetzt auch nicht. Von daher gebe ich mal gar keine so große Garantie darauf ab, dass das wirklich auch am Ende ein Bogen wird. Schauen wir mal. Ich habe ihn jetzt angefangen, ich werde ihn auch zu Ende bauen. Wie einer treffend geschrieben hat, Erfahrung bekommt man immer dazu. Von daher ganz vergebene Liebesmühe soll es am Ende nicht sein. Wir schauen einfach mal, was draus wird. Übrigens, kleines Update zu dem Ast hier hinten. Der ist jetzt wirklich auch komplett an der Seite. Der wird hoffentlich dann auch rausfallen.